Herzlich willkommen bei uns am Weingut Jordan. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute hier seid. Wir sind ein Familienweingut, führen das mittlerweile in der 4. Generation. Ich bin die Simone, mein Mann der Hannes und ich führen den Betrieb gemeinsam mit meinen Eltern. Ich bin die jüngste von 3 Töchtern. Ja, und muss gestehen, hatte einfach das Glück, dass ich immer wieder mit den Eltern mitgenommen wurde zu diversen Präsentationen. Ja. Und dadurch hat sich eine ganz besondere Liebe zum Wein entwickelt. Habe somit den Betrieb 2010 übernommen. Wichtig war allerdings für mich auch eine Zeit davor, die habe ich ganz im Zeichen des österreichischen Weines genossen. Das heißt, ich war Weinkönigin, zuerst für Niederösterreich und anschließend Bundesweinkönigin. Ich bin der Hannes. Ich habe eigentlich ganz was anderes vorher gemacht. Ich war beim Fernsehen und bin dann über Umwege und der Liebe wegen wieder nach Hause gekommen. Wir haben eine Größe von 12 Hektar, machen 50% Weißwein und 50% Rotwein. Leitsorte ist natürlich bei uns im Betrieb der grüne Veltliner. Der spielt die erste Geige. Das ist gar keine Frage im Weinviertel. Doch muss ich auch gestehen, unser Herz schlägt ein wenig für Rotwein. Ja? Das heißt, Zweigelt ist hier sehr dominant, gefolgt von St. Laurent, das ist eine ganz alte österreichische Rebsorte, Blauburger und auch ein bisschen international Merlot. Und zurück zu den Weißen, da ist es so, dass wir eben bei grüne Veltliner, ich glaube, eine der besten Voraussetzungen haben bei dem Boden. Es ist vorwiegend Lehm-Lössboden hier in unserem Gebiet und natürlich auch Urgesteinsboden. Und das begeistert eigentlich jeden, ja, weil du kannst so schön die Böden herausarbeiten bei den einzelnen grüne Veltliner Stilistiken. Ja. Was bei uns ganz wichtig ist und was wir schon seit einigen Jahren verfolgen, ist, dass wir sehr bewusst Bodenanalysen einsetzen und dann die passenden Sorten auf die passenden Böden setzen, damit wir einfach das Potenzial der Weingärten gut ausschöpfen können. Gibt eben die Bodenprobe mit GPS, ja. Und wenn man Jahre drauf wieder eine Bodenanalyse macht, dann nimmt er dieselben Koordinaten. Und man kann dann ganz gut vergleichen, was hat sich getan seit der letzten Analyse. Was neben der Bodenprobe eben auch noch wichtig ist im Wein, ist, dass man eine Blattanalyse macht. In Kombination mit Bodenanalyse und Blattanalyse kann ich dann ganz gut die Nährstoffversorgung feststellen. Die Rebe ist ja Mono- und Dauerkultur. Das heißt, so ein Weingarten steht normalerweise 40, 50, 60 Jahre. Das heißt, sie würde aus dem Boden eigentlich immer die gleichen Nährstoffe ziehen und ich kann nicht wie im Ackerbau mit einer angepassten Fruchtfolge unterschiedliche Nährstoffe aus dem Boden rausholen und auch wieder einbringen. Uns ist natürlich auch wichtig, wir wollen die Weingärten und unsere Böden auch an unsere Kinder und Enkelkinder in einen guten Zustand übergeben. Deswegen ist uns extrem wichtig, dass wir die Böden gut versorgen, mit mineralischem Dünger, aber auch mit Zwischenfruchtanbau, einen Humusaufbau machen. Und bei uns ist so, im Frühjahr kommt bei uns eine geringe Menge Stickstoff hin, damit man einfach die Reben ein bisschen unterstützt, aber sie nicht zu sehr quasi pusht, damit sie sehr wohl aus eigener Kraft auch erwachsen müssen. Und was ganz wichtig ist in den Weingärten, ist die Kaliversorgung. Die passiert bei uns nach dem Ende der Lese im Herbst, damit der Weingarten dann auch ein schönes Holz aufbauen kann für den Winter, gute Reserven einlagern kann. Kali ist ganz wichtig. Kali brauche ich, damit ich die Säure im Wein, in der Weintraube im Endeffekt dann abpuffern kann. Zum Beispiel bei der Sorte Zweigelt ist die Magnesiumversorgung extrem wichtig, damit ich keine Stilllehme und so weiter drinnen habe. Und dann kann ich halt mit Blattdüngern und mit einer angepassten Strategie schauen, dass ich vitale Reben habe. Und vitale Reben sind halt weniger anfällig für Krankheiten. In einem Jahr, wo es viel regnet, wächst die Rebe stärker. Da muss ich schauen, dass ich es gut ernähre. In einem Jahr, wo ein Trockenstress ist, brauche ich ein bisschen andere Zusammensetzung. Da muss man einfach von Jahr zu Jahr die Strategie anpassen. Der Rebstock, der wird irrsinnig viele Trauben produzieren, ja. Doch für uns selber ist es eben wichtig, dass du auf Menge nicht setzt, sondern eben auf Qualität, ja. Und da ist es so, dass wir bei speziellen Rebsorten nicht nur ganze Trauben reduzieren, sondern bei St. Laurent, Riesling und Zweigelt ist es mittlerweile Thema, dass wir Traubenhalbierung machen. Das heißt, du nimmst die Traube, wenn sie noch grün sind, ja, in die Hand, halbierst sie in der Mitte, schneidest die untere Hälfte nach unten, das ist gleich Dünger, und die obere Hälfte wächst ein bisschen nach unten, wird lockerbeeriger. Und das tut Sorten wie dem St. Laurent irrsinnig gut. Und der Weg von der Traube in den Keller ist immer ein ganz besonderer. Du bist einige Male vor der Ernte im Weingarten, machst Qualitätskontrolle. Wir ernten einen Teil mit der Hand und einen Teil auch mit der Maschine. Nach der Presse geht's dann zum Absetzen. Über Nacht wird gekühlt und sedimentiert sich sozusagen der Trub unten. Und der klare Most wird dann weiterverarbeitet, der Trub nochmal aufbereitet, weil doch wichtige Inhaltsstoffe drinnen sind. Und dann geht's zum Gären. In die Edelstahltanks, je nachdem, oder auch im Holzfass.
Und da lagern die Weine dann, je nachdem welcher Weintyp es wird, zwischen 12 Monaten und 24 Monaten. Also, um ehrlich zu sein, wir bemühen uns Jahr für Jahr, das Beste aus unseren Reben rauszuholen. Es gehört halt auch ein Quäntchen Glück dazu, dass man den richtigen Partner im Leben findet, mit dem man gemeinsam an einen Strang ziehen kann, damit man einfach am Ende des Tages dem Kunden eine gute Flasche Jordanwein auf den Tisch stellen kann. Zum Wohl.